Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Meine Eltern wollten etwas Wichtiges mit mir besprechen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber meine Mutter hat sich sehr nervös angehört. Meine Eltern wollten etwas Wichtiges mit mir besprechen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber meine Mutter hat sich sehr nervös angehört. In unserer Familie sind wir sehr ehrlich zueinander. Deshalb weiß ich, dass mir meine Eltern immer die Wahrheit sagen. In unserer Familie sind wir sehr ehrlich zueinander. Deshalb weiß ich, dass mir meine Eltern immer die Wahrheit sagen. In letzter Zeit haben die beiden sich aber sehr selten bei mir gemeldet. Das hat mich schon etwas gewundert. In letzter Zeit haben die beiden sich aber sehr selten bei mir gemeldet. Das hat mich schon etwas gewundert. Naja, es wird schon nichts Schlimmes passiert sein. Schließlich sind meine Eltern sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst. Naja, es wird schon nichts Schlimmes passiert sein. Schließlich sind meine Eltern sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst. Ich werde jetzt zu ihnen gehen und mit ihnen sprechen. Ich werde jetzt zu ihnen gehen und mit ihnen sprechen. Hallo Markus, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Hallo Markus, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Natürlich, Mama. Du weißt doch, dass ich dir immer helfe, wenn ich kann. Natürlich, Mama. Du weißt doch, dass ich dir immer helfe, wenn ich kann. Du bist wirklich ein toller Sohn, Markus. Du bist wirklich ein toller Sohn, Markus. Worüber wolltet ihr denn mit mir sprechen? Du hast dich sehr nervös angehört, Mama. Worüber wolltet ihr denn mit mir sprechen? Du hast dich sehr nervös angehört, Mama. Naja, also, es gibt da ein Problem. Es gibt da ein Problem. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Wir schämen uns sehr dafür, Markus. Es fällt uns nicht einfach, mit dir darüber zu sprechen. Wir schämen uns sehr dafür, Markus. Es fällt uns nicht einfach, mit dir darüber zu sprechen. Aber ich bin doch euer Sohn, Papa. Ihr könnt mir alles erzählen. Macht euch keine Sorgen. Aber ich bin doch euer Sohn, Papa. Ihr könnt mir alles erzählen. Macht euch keine Sorgen. Ja, aber weißt du, es gibt Sachen, die Eltern nicht passieren sollten, und das ist eine davon. Ja, aber weißt du, es gibt Sachen, die Eltern nicht passieren sollten, und das ist eine davon. Eltern sind doch auch nur Menschen. Kommt schon, raus mit der Sprache. Was ist los? Vielleicht kann ich euch ja sogar helfen. Eltern sind doch auch nur Menschen. Kommt schon, raus mit der Sprache. Was ist los? Vielleicht kann ich euch ja sogar helfen. Naja, weißt du, wir hatten in letzter Zeit sehr viele Ausgaben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Naja, weißt du, wir hatten in letzter Zeit sehr viele Ausgaben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Okay, was für Ausgaben meinst du denn, Papa? Okay, was für Ausgaben meinst du denn, Papa? Wir mussten eine Rate von dem Darlehen für das Haus bezahlen.
Wir mussten eine Rate von dem Darlehen für das Haus bezahlen. Dazu kommen Reparaturen an unserem gemeinsamen Auto und einige Arztrechnungen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Dazu kommen Reparaturen an unserem gemeinsamen Auto und einige Arztrechnungen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Oh je, das klingt wirklich nach vielen Ausgaben. Wie hoch waren die Kosten denn insgesamt? Oh je, das klingt wirklich nach vielen Ausgaben. Wie hoch waren die Kosten denn insgesamt? Wir haben in den letzten 3 Monaten circa 25.000 Euro ausgegeben. Wir haben in den letzten 3 Monaten circa 25.000 Euro ausgegeben. Wow, das ist wirklich sehr viel Geld. Könnt ihr euch das denn leisten? Wow, das ist wirklich sehr viel Geld. Könnt ihr euch das denn leisten? Wir haben nicht mit Ausgaben in dieser Höhe gerechnet. Weißt du, wir haben viel gespart, aber das Geld haben wir investiert. Wir können es nicht einfach so abbuchen. Wir haben nicht mit Ausgaben in dieser Höhe gerechnet. Weißt du, wir haben viel gespart, aber das Geld haben wir investiert. Wir können es nicht einfach so abbuchen. Ich verstehe. Was wollt ihr jetzt machen? Ich verstehe. Was wollt ihr jetzt machen? Naja, wir konnten 15.000 Euro selber bezahlen, aber wir haben jetzt Schulden in Höhe von 10.000 Euro. Naja, wir konnten 15.000 Euro selber bezahlen, aber wir haben jetzt Schulden in Höhe von 10.000 Euro. Was? Ihr habt Schulden? Wie soll es jetzt weitergehen? Was? Ihr habt Schulden? Wie soll es jetzt weitergehen? Wir werden unsere persönlichen Sachen verkaufen müssen, den Schmuck von deiner Mutter oder meine Uhrensammlung. Wir werden unsere persönlichen Sachen verkaufen müssen, den Schmuck von deiner Mutter oder meine Uhrensammlung. Oder wir gehen zur Bank und nehmen einen Kredit auf, aber den müssen wir mit hohen Zinsen wieder zurückzahlen. Oder wir gehen zur Bank und nehmen einen Kredit auf, aber den müssen wir mit hohen Zinsen wieder zurückzahlen. Nein, Papa, das kommt nicht in Frage. Ich werde euch das Geld leihen. Nein, Papa, das kommt nicht in Frage. Ich werde euch das Geld leihen. Das können wir nicht annehmen, Markus. Du bist unser Sohn. Wir sollten uns um dich kümmern, nicht andersrum. Das können wir nicht annehmen, Markus. Du bist unser Sohn. Wir sollten uns um dich kümmern, nicht andersrum. Ach Quatsch, Papa. Ihr habt mir immer so viel geholfen. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich mache das gerne. Ach Quatsch, Papa. Ihr habt mir immer so viel geholfen. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich mache das gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das annehmen sollten, Markus. Schließlich sind wir deine Eltern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das annehmen sollten, Markus. Schließlich sind wir deine Eltern. Es ist uns wirklich unangenehm, mit dir darüber zu sprechen. Wir wollten nur, dass du herkommst, um ehrlich zu sein, nicht damit du uns Geld leihst. Es ist uns wirklich unangenehm, mit dir darüber zu sprechen. Wir wollten nur, dass du herkommst, um ehrlich zu sein, nicht damit du uns Geld leihst. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich gebe euch das Geld wirklich gerne. Ihr habt mir schon so oft geholfen, als ich Probleme hatte. Endlich kann ich euch etwas zurückgeben. Macht dir keine Sorgen, Mama. Ich gebe euch das Geld wirklich gerne. Ihr habt mir schon so oft geholfen,
als ich Probleme hatte. Endlich kann ich euch etwas zurückgeben. Danke, Markus, das ist wirklich sehr lieb von dir. Danke, Markus, das ist wirklich sehr lieb von dir. Du bist wirklich ein toller Sohn, Markus. Wir sind stolz darauf, jemanden wie dich großgezogen zu haben. Du bist wirklich ein toller Sohn, Markus. Wir sind stolz darauf, jemanden wie dich großgezogen zu haben. Wir können dir gar nicht genug danken. Das Geld zahlen wir dir so schnell wie möglich zurück. Wir können dir gar nicht genug danken. Das Geld zahlen wir dir so schnell wie möglich zurück. Ich helfe euch gerne, Mama und Papa. Dafür ist die Familie doch da. Ich helfe euch gerne, Mama und Papa. Dafür ist die Familie doch da. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!